was zuletzt bei Nami Sailing geschah. Wir haben den Absprung zur letzten der großen balearischen Inseln geschafft. Mit super Wetter und einer funktionierenden Windfahne konnte ja nichts schiefgehen, oder? Dann hat sich aber die Toilette zu Wort gemeldet. Und ein böser Wind kam auf uns zu. Es ist vielleicht doch ganz gut, dass wir in der Hafen sind, weil wir nicht ausgefordert haben. Uiuiui. Wir haben uns im Hafen versteckt, denn obwohl die Bucht hier gut geschützt ist, haben wir eine furchteinflößende Wettervorhersage gesehen. Das Pfeifen in den Wanden wurde zu einem durchgehenden Heulen. Bei 23 Knoten Dauerwind griff man unwillkürlich fester nach etwas zum Festhalten und der Blick haftete unruhig an den Festmachern. Umso mehr rieben wir uns die Augen, als sich genau in diesem Chaos ein Ausflugsboot munter durch die Wellenberge nach draußen schob. Sogar unser Kajak bockte plötzlich auf dem Deck wie ein wildes Pferd. Keine Zeit zum Nachdenken. Raus in den pfeifenden Wind, Leinen schnappen und das Ding irgendwie wieder anbinden, bevor es fliegen lernt. Ich meine, wir sind theoretisch schon im Hafen. Und geschützt. Boah, nicht so richtig geschützt. Mit klammen Fingern kontrollierte ich jede einzelne Leine noch einmal und schaute, dass die Nami auch sicher am Fingersteg liegt. Weiß nicht, ob man es auf Video sieht. Wir haben ganz schön Schräglage und das im Hafen angebunden. Hey, der Wind pfeift uns ja richtig um die Ohren. Für morgen waren wir uns gar nicht sicher, ob wir nochmal bleiben wollen, weil eigentlich war mal angesagt nur so Regen, vielleicht noch ein bisschen Blitz, Donner, aber alles im Rahmen, dass heute praktisch nur Starkwind ist und morgen beruhigt sich's. Ja, und dann haben wir jetzt mal Wetter geguckt. Für morgen sind 60 in den Böen angesagt. Und ich glaube 30 normal für 2 Stunden. Das hatten wir noch nie. Und der Hafen ist jetzt auch nicht so bombenmäßig geschützt. Das heißt, falls die Wettervorhersage recht hat, wird es morgen für uns der Horror. Deswegen haben wir auf jeden Fall schon mal noch einen Tag gebucht. Weil die auch gemeint haben, ja, wenn ihr buchen wollt spontan, dann morgen und dann müssen wir gucken, ob Platz ist. Aber übers Internet können wir einen Tag vorher buchen. Ja, und dann müssen wir morgen irgendwie den Tag überleben oder diese 2 Stunden. Also nur so zum Vergleich, wir haben jetzt 20, wenn es mal ein bisschen härter ist, 25. Ist jetzt ungemütlich, Dinge können schon ein bisschen wegfliegen, abreißen, kaputt gehen, aber jetzt nicht, dass es in Massen passiert. Bei 60 Knoten habe ich absolut keine Ahnung. Ich kann theoretisch auch die Stege abreißen. Während Dennis noch mit besorgtem Blick jede Bewegung des Bootes scannt, ließ ich mich gedanklich schon nieder. Mein Puls war definitiv ruhiger als seiner. Beruhigt sich langsam wieder. Und die Sonne kommt ab und zu mal rauf. Und als wäre nie was gewesen, ist der nächste Tag ganz ruhig, kurz vor dem Sturm. So, moin moin. Ich habe mal gestern noch mit dem Hafenmitarbeiter unterhalten und habe gemeint, ja, sind wir schon ready hier für 60 Knoten in den Böen? Und er so, hä? Was für 60 Knoten? Ich habe keine 60 Knoten, das sind 27 maximal. Aber er hat ein ganz anderes Wettermodell benutzt. Und Arome war halt das, was meistens recht hatte. Hat sich heute auch schon ein bisschen runterkorrigiert auf nur 50. Trotzdem ist es sehr, sehr viel für 3 Stunden. Er war da so sehr gechillt, aber auf der einen Seite denke ich, ja, er kennt sich bestimmt schon ein bisschen aus und weiß, wie die lokalen Wettergegebenheiten sind. Auf der anderen Seite, er muss sowieso jeden Tag zur Arbeit. Also es ist ihm Pumpe, ob es jetzt 10 oder 50 sind, weil er muss so oder so raus. Deswegen so ganz beruhigt bin ich nicht. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Let's get the party started. ...28 haben wir gerade gemessen in den Böen. Und das Crazyhafte ist, dass wir jetzt auf
der anderen Seite schräg liegen zu gestern. Hier so ein bisschen nach rechts von hier aus gesehen. Man sieht halt auch gar nichts mehr. Man kann halt auch nicht weiter gucken als das Boot da. Was sind das vielleicht? 15 Meter? Also man sagt hinterher ist man immer schlauer. Wir sagen, es war eine gute Entscheidung, für beide Tage in den Hafen zu gehen. Mamma mia. So in den nächsten 10 Minuten gibt es noch eine kleine Blitzfront. Wir haben uns mal auf dem Boden bequem gemacht. Falls der Blitz einschlägt. Macht noch eine Heckleine hin, weil es Angst hat, dass unsere Leine nicht mehr hält. Nur im Hafen ist das Wasser so. Komisch, oder? Und was sagst du, meine Heldin? Ich habe nur eine zweite Heckleine gelegt. Aber draußen, als es gestürmt hat. Ja, als halt über 30 Knoten dann waren, habe ich gedacht, vielleicht lege ich jetzt eine zweite Heckleine. Aber jetzt hat es wieder aufgehört. Hat also was gebracht. Ja. Ein hässliches Klirren auf den Bodenbrettern und meine absolute Lieblingsschüssel lag in Scherben. Ich starrte nur fassungslos auf die Reste. Dennis kramte sofort optimistisch den Sekundenkleber hervor. Eine Rettungsaktion, bei der ich den zusammengepuzzelten Scherben keinen einzigen Tropfen Suppe mehr anvertrauen würde. So 8 Knoten. Das war's jetzt 1 Stunde, 1,5. Und jetzt, als wäre es nie was gewesen. Aber das Wasser im Hafen ist richtig krass braun geworden. So, 2 Tage Sturm überlebt. Jetzt haben wir uns gedacht, wir nehmen uns noch einen Tag frei Urlaub und erkunden vielleicht La Ciutadella und schauen uns mal die Stadt im Westen an, weil wir wahrscheinlich so oder so nicht mehr in den Westen von Menorca kommen. Und dann dachten wir nutzen vielleicht die Gelegenheit. Ja, und das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir aus dem Bus gestiegen sind, war, Gott, es ist hier hässlich. Aber zum Glück waren wir dann recht schnell in der Altstadt und die ist richtig schön. Wir hatten auch fälschlicherweise gedacht, dass aufgrund des Namens dieser Stadt es hier eine Zitadelle gibt. Stattdessen haben wir eine Kathedrale gesehen, aber sämtliche Eintritte waren uns dann doch etwas zu teuer. Fast Ferry von Barcelona. Braucht nur 3,5 Stunden. Hier nur ein halbes Jahr.
leicht ein bisschen salzig. Aber ist okay. Ja. Jetzt kommt der Stresstest. Wie voll muss ich es füllen? Eigentlich müsstest du es halt schon fast voll machen. Irgendwas blubbert. Piep's mal an. Hast du es repariert? Noch skeptisch. noch skeptisch. Nun gut, unsere Zeit hier im Hafen und auch hier in der Bucht neigt sich dem Ende. Die verwinkelten Gassen des kleinen Dorfes und die Magie von Zitadella haben richtig Farbe in unsere Tage gebracht. Jetzt kribbelt es aber wieder im Bauch. Der Anker will neuen Grund spüren. Noch was auffüllen und dann sind wir ready to go. Unser eigentlicher Plan war ja, dass wir hier noch ein paar Stunden ankern und dann spät nachmittags in die nächste Bucht segeln. Aber der Wind hat uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hat jetzt komplett mal gedreht, beziehungsweise er ist komplett abgeflaut und hat sich auf später mitten in der Nacht irgendwann mal angesagt. Deswegen fahren wir jetzt die 5 Meilen unter Motor. Türkises Wasser wie aus dem Bilderbuch. Aber die Nami schiebt sich unruhig von einer Seite auf die andere. Das erhoffte sanfte Kojenschaukeln fühlt sich hier leider eher wie eine dauerhafte Waschmaschine an. Und wir bemerken, dass wir gar nicht so viel Solarstrom herauskriegen, wie erhofft. Auf jeden Fall haben wir die Victron, das Ladegerät, montiert, getrackt und festgestellt, wir machen zwischen 400 und 800 Watt am Tag. Was, glaube ich, so ein Fünftel ist von der ganzen Leistung, die wir maximal machen könnten. Und das ist definitiv zu wenig. Beim Reinigen das letzte Mal auch zwischen den Steckverbindungen ist mir eine Verbindung aufgefallen, die hatte Grünspan, also die war irgendwie nicht dicht. Ich habe ein bisschen recherchiert und rausgefunden, das geht mit Alkohol ganz gut, aber mit Alkohol ohne Farbstoff, weil Farbstoff nicht so gut ist, weil da die Farbe dann irgendwie drauf bleiben kann an den Verbindungsteilen. Ja, jetzt musste ich warten, bis es dunkel ist und jetzt nutze ich die Gunst der Gelegenheit und putze das mal, dann tracken wir mal das weiterhin. Ja, das ist krass durchgerostet. Den Grünspan habe ich mit dem Alkohol weggekriegt, aber darunter ist es krass durchgerostet. Bin auch gespannt, ob das jetzt überhaupt was bringt. Mal morgen ein bisschen gucken. Der ganze Ort hier
Das ist halt praktisch nur eine Hotelanlage. Und dieser Supermarkt ist praktisch auch nur in einem Hotel drin. Und ich habe meine Schlappen vergessen. Gucken, ob sie mich reinlassen. Alles bekommen. Das war's jetzt hier mit Sonsauda. Wir wollen weiter. Der Wind steht heute vom Süden. Das heißt, wir können so 3/4 der 4 Meilen, die wir heute vorhaben, segeln. Ja, da hatten wir eigentlich vor, das Wetterfenster zu warten. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig. Wir haben da so 2,5 Tage, die an sich okay sind. Aber der 3. Tag ist halt sehr stürmisch, sehr windig, wäre dann direkt auf die Nase. Das heißt, wir müssten dann Motoren. Je nachdem, wo wir sind, wäre das dann super unangenehm. Ja, wir wollen es nicht. Wir wollen es einfach nicht. Wir wollen einfach ein super Wetterfenster. Ist dann halt so, wenn wir nicht loskommen. Wir wollen jetzt nicht auf Beinbruch los, wegen des Loswillens. Deswegen, wir schauen uns jetzt mal Mau an. Und wenn es dann halt nichts wird, die nächsten 10 Tage, dann wird es halt nichts. Dann ist auch okay. Müssen wir uns damit zufrieden geben. Das erste Sonnenopfer. Unsere Wäscheklammern aus. Ja, gar nicht so alt. Figur. Nicht mal ein Jahr durchgehalten. Hui. Guckt euch meinen Schatz an. Am Wind segeln mit 15 Knoten liegen. Da machen zur Wende. Klar. Nee. Das ist auf Kreuz. Wir fahren mit gleichen Kurs zurück jetzt. Eigentlich dachten wir, das wird ein chilliger Halbwindkurs. Kurz raus, segeln rein. Jetzt haben wir, glaube ich, die 6. Wende gefahren. Gutes Training für Doro. Der Bug donnert gegen die Wellen, das Boot liegt schief wie eine rutschende Tischplatte und wir kreuzen beim Zickzacklauf im Schneckentempo. Jeder Schritt in dieser Schräglage kostet Kraft und die endlose Warterei aufs Vorankommen zerrt gewaltig an den Nerven. Vor allem an meinen Nerven. Takes hatten mit andere segeln und wir nicht. Jetzt segeln wir und andere nicht. Mal gucken, wo die Pöbler bleiben in den Kommentaren. Ja, da musste sich Dennis etwas Luft verschaffen. Denn böse Zungen behaupten, wir würden nur Motoren. Der Weg ist jetzt mit Bojen ausgestattet. Wir konnten es kaum fassen. Eben starrten wir noch stundenlang auf raue, schroffe Steinwüsten und hinter der nächsten Biegung explodiert die Natur mitsamt prächtigen Bauten förmlich vor uns. Plötzlich atmeten wir den Duft von Pinien und sogen dieses satte, weiche Paradiesgrün förmlich in uns auf.
Diese Bilderbuchoase hat einen Haken. Sie ist winzig. Wenn das Bugstrahlruder der Nachbarn fast schon bei uns am Frühstückstisch rattert und die Kiele sich gefühlt berühren, schrumpft die Weite des Meeres auf die Größe eines Parkplatzes zusammen. Ob dieser Traumplatz am Ende wirklich hielt, was die Farben versprachen, oder ob uns die Enge doch noch den Atem raubte, das lüften wir beim nächsten Mal auf der Nami. Buk, 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 buk.